gehen wir mal zur nächsten Frage. Das kam auch relativ häufig. Wie ist es dann jetzt mit dieser sogenannten Klimakrise? Christina, wie siehst du das Ganze? Jemand schrieb, in Grönland schmelzen pro Sekunde 10 Kubikmeter ewiges Eis. Wie sollen wir überleben, wenn das Eis an den Polen geschmolzen wird? Also all diese Szenarien, die oft beschworen werden in Bezug auf Klimakrise. Wie siehst du das Ganze mit Klima? Ja, ist es eine menschengemachte Klimakrise? Also man sagt uns ja immer, dass das CO2 mit dem zu tun hat und dass wir als Menschen da unbedingt was tun müssen, dass das sich ändert. Also die Klimaveränderung, das hat nichts mit uns Menschen zu tun. Natürlich haben wir Menschen einen Einfluss auf die Natur und die Umwelt und das kann natürlich schon eine Auswirkung haben, wie Regionen sind und was mit den Lebensräumen passiert. Aber auf das Klima selber, also die Erde, die verändert ihr Klima immer wieder. Das ist normal, das hat nichts damit zu tun, dass wir als Menschen zu viel CO2 produzieren oder sonst irgendwas machen, was das Klima verschiebt. Ah, da haben wir doch noch diese Grafik. Ja, genau. Ja. Wollen wir die eben mal einblenden? Da gibt es nämlich eine Grafik, die sehr, sehr gut veranschaulicht, wie viel CO2 im Atmosphärengemisch überhaupt vorhanden sind. Das ist nämlich das kleine grüne Pünktchen, was ihr da seht auf dieser Grafik. Das ganz in der Ecke. Das ganz oben in der rechten Ecke. Das ist... ist das Rote? Weil das Grüne ist nein, nicht CO2. Ich glaube, es ist in dem Roten ist ein ganz kleines grünes Pünktchen. Das ist es. So viel CO2 ist in dem ganzen Gemisch mit drin, was die Atmosphäre ausmacht. Und ja, das allein sollte schon zeigen, dass es nicht das CO2 alleine sein kann, was zu einer Klimaveränderung führt, weil... Und es hat auch nicht mit uns Menschen zu tun. Also eben, wir haben natürlich einen Einfluss auf unsere Umwelt. Und natürlich müssen wir da irgendwas ändern. Ja, das ist unbedingt. Unbedingt, ja. Aber was wir tun müssen, ist, dass wir der Natur besser schauen und uns überlegen, was können wir machen, dass wir sie nicht mehr schädigen und wir nebeneinander, also in Anführungs- und Schlusszeichen, weil wir gehören ja auch zur Natur, aber dass wir nebeneinander leben können, ohne dass dass irgendjemand einen Nachteil davon hat, das müssen wir uns schon überlegen. Aber da geht es um die Natur und nicht um eine Erderwärmung oder um eine Abkühlung und so. Weil das hat die Erde schon selbst immer gemacht. Ja, ich weiß zum Beispiel, Grönland heißt ja Grönland, weil das Grön kommt vom Wort grün. Und da war vor noch nicht, ich weiß auch nicht, vor 1000 Jahren oder so, haben da die Wikinger Gemüse angebaut. Also, und die Wikinger haben sicher nichts mit CO2 zu tun gehabt. Wahrscheinlich nicht. So. Ich habe übrigens auch mal gehört, dass jetzt im ganzen Universum, auch auf anderen Planeten, klimatische Veränderungen jetzt gerade stattfinden. Hast du davon schon mal gehört? Ja, das habe ich mal gelesen, ja. Und glaubst du, dass es so ist, dass es also eigentlich etwas ist, was gerade eine Veränderung in dem ganzen Sonnensystem ist und nicht einfach nur auf die Erde bezogen? Ja, ich denke, dass also auch das mit der Menschheit,
es geht da ja eigentlich nicht einfach nur um uns. Also die Zukunft, die wir als Menschen haben, die hat eine viel größere Auswirkung als nur so auf unserem Planeten, weil wie das hier auf der Erde weitergeht, das hat einen großen Einfluss auf das Sonnensystem und diese Galaxie. Also das ist viel größer. Und ja, gerade darum sind ja so viele Lichtwesen, die auf anderen Planeten wohnen, auch dabei, dass sie uns helfen, weil die auch wissen, das hat eine viel größere Auswirkung, was hier auf der Erde passiert. Und darum ist es ja auch wichtig, dass wir als Menschen wissen, wo es wichtig ist, dass wir Dinge zum Positiven ändern und wo man uns sagen will, man muss was ändern, aber gar nichts ändern muss. Und die Klimaerwärmung, da müssen wir nichts machen, weil die hat nichts mit uns zu tun. Du hast vorhin angesprochen, dass wir natürlich mit unserer Umwelt sehr, 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 sehr viel sorgsamer umgehen müssen. Und da gibt es ja dieses eine Thema Tiere. Und ich finde es ganz toll, dass wir einige Fragen bekommen haben von euch, gerade von jungen Leuten, was die vegetarische Ernährung anbetrifft, wie du das siehst und wie wir, zum Beispiel Madita ist 11 Jahre alt und sie fragt sogar, sie würde so gerne vegan werden und oder vegetarisch, und wie du das siehst und wie du wie es auch die Tiere, wie wir mit denen umgehen sollen. Was sagst du dazu? Also mit den Tieren sollten wir so umgehen, dass es ihnen gut geht. Und also ganz allgemein. Und wenn also Tiere essen, das müssen wir ja, jetzt hier wo wir leben, wir müssen das ja nicht mehr. Wenn wir jetzt im Regenwald leben oder als Eskimo, also darf man das überhaupt noch sagen? Also ja. in der Antarktis, ich weiß gar nicht, ob man die noch so nennen darf heute. Also wenn wir irgendwo leben, wo wir keine Pflanzen haben, wo wir von der Natur sozusagen nichts bekommen, da können die Menschen ja gar nicht anders. Aber wir leben ja nicht mehr in einer Zeit, in der wir das müssen. Und somit bedeutet es ja, wenn wir heutzutage Tiere umbringen, damit wir die dann aufessen können, dann ist das eigentlich überflüssig und sinnlos, weil wir müssen das ja nicht mehr. Wir haben ja genug andere Dinge, die von der Natur kommen, die wir essen können. Ja, bei vielen. Und es hat auch mit dem Bewusstsein zu tun. Weil alles, was wir essen, das hat ja eine Struktur. Und die Struktur, die nehmen wir dann auf. Und die hat ja dann auch eine Wirkung auf uns. Ja, früher hat man uns ja immer beigebracht, du musst Fleisch essen, damit du groß und stark wirst. Und da habe ich neulich mal was Schönes gelesen, das hieß, ein Bulle, der ist ja groß und stark, aber was ist der denn? Gras, nichts als Gras, und davon wird er groß und stark. Und neulich habe ich mal gesehen, dass ein Weltmeister im Gewichtheben oder so, der war vegan. Also es braucht es auch nicht für Muskelaufbau oder so. Wir können das Eiweiß oder so wo ganz anders herholen. Und so im Ganzen gesehen
geht es ja darum, dass wir wirklich achtsam umgehen, also mit unseren Mitmenschen, mit den Tieren, mit den Pflanzen. Und dann wird auch die ganze Erde wieder heil, Ja, oder? ja, dass es allen wieder gut geht und dass sie auch nach ihren Bedürfnissen leben können, die Tiere. Weil sie haben ja auch Gefühle und Gedanken und sie haben eine Seele. Madita fragt eben auch noch, ist es okay, wenn ich Pflanzen esse? Tut ihnen das weh? Also Pflanzen, die merken ja schon, was mit ihnen passiert. Aber viele Pflanzen, die wachsen ja von der Natur her so, dass die Natur sie uns gibt. Und die Tiere, die bringen wir ja um. Das ist für mich ein Unterschied. Und ich finde auch nicht, dass im Kollektiv von den Tieren jetzt das da drin ist, dass die entstanden sind, damit man die aufessen kann. Es gibt ja schon Pflanzen, die haben das wie drin. Aber ich finde nicht, dass das bei den Tieren so ist. Und ja. Wie kam es denn überhaupt, fragt hier jemand, dass wir Menschen die Verbindung zu den Tieren verlieren konnten und dass wir sie zu Nutztieren gemacht haben? Wie kam das überhaupt? Das ist eine gute Frage. Also ich denke, das hat mal ganz am Anfang damit zu tun, dass wir ja vergessen haben. Und ich denke, dass viele Menschen früher auch in einer Überlebenssituation waren. Und weil wir dann damals wie keine andere Info hatten, hat man das einfach so weitergezogen. Es kam auch die Frage von Kindern, die hatten wohl miterlebt, dass ein Fuchs die Entenküken aufgegessen hat. Und sie fragen, warum ist denn das so? Also warum fressen Tiere andere Tiere? Oder ja, wie kommt das auf die Erde? Das hat aus meiner Sicht auch damit zu tun, als die Erde mit der Schwingung absank und wir aus diesem Paradies rausfielen, dann haben sich ja nicht nur die Menschen verändert, sondern auch die Tiere. Und das heißt, wenn wir wieder zum Paradies zurückfinden, dann wäre die Möglichkeit da, dass sich das wieder langsam anders ändert. Und wow. Und es gibt ja auch Videos, wo man sieht, dass so Löwen, die ja so Antilopen oder so essen, dass die nicht essen. Also dass die sozusagen Freunde sind. Und ich denke, wenn die Erde wieder eine höhere Schwingung bekommt und sowieso wir als Gesellschaft uns wirklich ändern, dass dann die Tiere auch da mitgehen. Und diese Frage kam auch sehr häufig. Wie können wir denn, was kann ich denn als Einzelner tun? Also ja, wenn alles rundherum manchmal so schwierig und so ungut aussieht, was kann ich als Einzelner tun? Und bin ich wirklich, bewirkt das dann was, wenn ich mich verändere? Und warum? Also wir sind ja alle miteinander verbunden und alles, was wir denken und fühlen und tun, das geht ja ins kollektive Feld. Und wir wissen ja nicht, wenn wir jetzt was Schönes fühlen, wenn das ins Kollektiv geht. Wir wissen nicht, ob dann der Mensch, der in China anfängt zu lachen, ob das dann wegen uns passiert ist.
Also wir leben ja nur in so einem kleinen, wie sagt man dem? Wir haben nur einen kleinen Ausschnitt von all dem, was passiert. Und wenn das, was wir ins Feld senden, etwas auslöst, was außerhalb von unserem Ausschnitt ist, dann denken wir, dass gar nichts passiert, weil wir das nicht merken. Und auch wenn es physisch nicht sofort eine Wirkung hat, energetisch passiert ja immer was. Und wenn wir eine schöne, heile, friedliche Welt möchten, dann kann jeder immer bei sich selber anfangen. Weil wenn wir eine friedliche Welt wollen, dann muss sich ja die Gesellschaft ändern. Und die ändert sich aber nur, wenn die einzelnen Menschen sich ändern. Das heißt, das Beste ist, wenn wir bei uns selber anfangen und überlegen, wo wir friedlicher werden können, wo wir uns mehr mit der Liebe verbinden können. Und wenn wir das dann anfangen zu fühlen, dann leben wir ja auch danach. Und andere Menschen, die spüren das dann auch. Und dann können wir andere inspirieren.